So, heute will ich mal eine Schmalfilmkamera vorstellen. Bisher hatte ich immer nur Fotoapparate gezeigt. Diese hier gezeigte Schmalfilmkamera ist auch eine analoge Kamera. Sie wurde 1958 gebaut und ist ein Fabrikat von Zeiss Ikon. Und die Kamera konkret heißt Movicon 8B. Das ist in dieser Serie von Movicon-Kameras schon eine recht gute und mit vielen Features ausgestattete Kamera. Ich zeige einfach mal zum Vergleich ein Schwestermodell. Das ist diese Kamera hier. Die sieht ähnlich aus, hat aber weniger Fähigkeiten und hat den Namen Movicon 8. Stelle ich jetzt zwei Kameras aus der Schmalfilmzeit nebeneinander, dann sieht man sofort, dass die Movicon hier deutlich anders aussieht als eine typische Schmalfilmkamera der damaligen Zeit. Das ist hier Hochformat. Das hängt damit zusammen, dass die Filme früher entsprechend dieser Vorgehensweise eingelegt wurden. Es waren zwei Filmrollen. Der Film wurde dann hier vorbeigeführt. An der Stelle war dann die Belichtungseinheit. Bei der Movicon 8B ist zu erkennen, dass das ein Querformat ist. Die Kamera ist also ähnlich wie ein Fotoapparat aussehend. Die Filmrollen liegen hinten quer, da komme ich aber jetzt noch zu. Ja, ich will erstmal die Kamera so im Detail vorstellen. Diese Kameras wurden mechanisch betrieben, das heißt, es gab keinen elektrischen Antrieb, man hatte einen Federwerkantrieb. Hier vorne war der Bereich, wo man das Federwerk aufziehen konnte. Ich mache das mal. So, man muss schon ganz schön lange drehen. So, jetzt ist ausreichend aufgezogen. Ich schaue mal nach, welche Belichtungsmodalitäten eingestellt sind. Ich stelle das mal hier auf 16 Bilder pro Sekunde. Das war bei den Schmalfilmen Standard, die Normalgeschwindigkeit. Es wurden ja 16 Bilder pro Sekunde aufgezeichnet. So, die Kamera ist betriebsbereit. Ich betätige jetzt hier mal den Auslöser. Und man hört das Laufen. Und zum Vergleich stelle ich jetzt mal eine andere Ablaufgeschwindigkeit ein. In dem Fall Zeitlupe, 64 Bilder pro Sekunde. Das wird man gleich am Ablaufgeräusch erkennen. So, es war schon beeindruckend schnell. Die Kamera konnte nicht nur Zeitlupenaufnahmen machen, sondern auch Zeitraffer. Das heißt, man stellte dann hier auf 8 Bilder pro Sekunde und noch eine weitere Fähigkeit war die Möglichkeit, Einzelbilder zu machen. Damit konnte man selber schon damals Trickfilme herstellen. Ich werde mal die Einzelbilder hier aktivieren. So, habe hier auf Einzelbild geschaltet. Und wenn ich jetzt hier den Auslöser betätige, wird immer nur eine Aufnahme gemacht. Jo.
Kommen wir mal zu den weiteren Details der Kamera. Hier ist das Objektiv vorne zu sehen. Man konnte hier mittels eines speziellen Bajonetts Vorsatzlinsen aufstecken, die einmal eine Teleaufnahme möglich machten und zum anderen auch eine Weitwinkelaufnahme ermöglichten. Weiterhin konnte man hier vorne an dem Rad drehend die Entfernung einstellen. Die Entfernung ging von 20 cm bis unendlich. Dabei wurde auch der Sucher von der Parallaxe her mit verschoben, so dass man auch, wenn man nah an ein Motiv heranging, immer den richtigen Bildausschnitt sah. Hier rechts ist der Belichtungsmesser. Der konnte dann hier entsprechend eingestellt werden in Verbindung mit dem kleinen, sieht man hier schlecht, mit dem kleinen Sichtfenster, wo der Zeiger zur Deckung gebracht werden musste. So viel zur Vorderseite der Kamera. Ich drehe jetzt mal um. So sieht sie von hinten aus. Hier ist der Sucher. Hier oben konnte man noch einen Geräteadapter benutzen. Und ich werde die Kamera jetzt mal öffnen. Zu dem Zweck nehme ich die Rückwand einfach mal ab. Und man kann jetzt hier das Innere sehen. Eine Rolle ist frei. Hier würde ja dann die volle Filmrolle raufkommen. Und hier würde der Film entsprechend in einer Schlaufe auf die Aufwickelrolle eingefädelt werden. Hier in der Mitte zum Hochklappen sieht man dann leicht, wenn das Licht hier richtig rauffällt, da das kleine Belichtungsfenster und hier den Greifer, mit dem der Film weiter transportiert wurde. Dann, wenn der Film eingelegt war, kam die entsprechende Klappe wieder zu und man konnte die Aufnahmen vollziehen. Unten kommt der Deckel wieder rauf und es wird geschlossen und die Kamera ist wieder betriebsbereit. Die Schmalfilme gab es in den 50er, 60er Jahren in unterschiedlichen Formaten. Das ist hier eine Normal-8 oder Doppel-8 Kamera. Auf der Filmrolle war ein 16 mm Film drauf, wovon im ersten Durchgang die eine Hälfte und im zweiten Durchgang, wenn man die Filmrolle gewechselt hat, die zweite Hälfte belichtet wurde. Im Entwicklerwerk wurden dann die Filme voneinander getrennt, indem in der Mitte eine Schneidvorrichtung den Film aufspaltete und man hatte dann danach zwei Filmteile, die man dann zusammenkleben konnte. Ja, damit ist die Kamera vorgestellt. Ich hoffe, es war mal ganz interessant, so eine alte analoge Schmalfilmkamera zu zeigen. Während ich sie hier so anfasse, merke ich jedes Mal, dass die ein ganz schönes Gewicht hat. Die Kamera wiegt 1,14 Kilogramm. Das ist im Vergleich zur heutigen Kamera doch schon ein ganz schöner Unterschied. Jo, das war's dann schon.